Manuel Ostermann, er ist der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Willkommen, guten Morgen hier bei Welt, Herr Ostermann. Wir haben gerade von zwei Einzelbeispielen gehört. Da kann man berechtigt Einwände haben und sagen, nee, die gehören nicht ausgeflogen nach Deutschland. Darf man deshalb aber Rückschlüsse ziehen auf die allgemeine Richtigkeit der Entscheidung, Ortskräfte und möglicherweise auch andere bedrohte Personen nach Deutschland zu bringen? Ja, guten Morgen. Man sollte es nicht nur tun, man muss es sogar tun. Wir wissen, dass sich hier zwei Ortskräfte auf diesem Flieger befinden und wir wissen, dass Personen mit entweder verfälschten oder gänzlich gefälschten Dokumenten über NGOs versuchen, in dieses Land zu kommen, in einer immer größer werdenden akuten terroristischen und vor allem islamistisch geprägten terroristischen Bedrohungslage in der Bundesrepublik Deutschland aus terroristischen Hochburgen. Das ist verantwortungslos und deswegen müssen diese Aufnahmeprogramme ausgesetzt werden und am besten wäre, wenn dieser Flieger, der heute hier landet, auch direkt wieder umkehrt, weil das ist verantwortungslos, was dieses Auswärtige Amt, was diese Bundesaußenministerin hier tut. Ein Verfahren, welches skandalöser nicht sein sollte. Jeder Laufbahnbeamte würde dafür ein Disziplinarverfahren bekommen. Aber Herr Ostermann, ist das nicht eine zu große Verallgemeinerung? Weil Fakt ist natürlich, und wir stecken in dem System, in dem afghanischen, nicht drin. Wir wissen nicht, wie die Taliban mit denen umgeht tatsächlich, die für Deutschland gearbeitet haben bis zum Abzug der deutschen Truppen bzw. Der Bundeswehr, die dort ja letztendlich auch Jahre Dienst getan hat und angewiesen war auf die Hilfe von Ortskräften. Und ist das nicht eine zu große Verallgemeinerung, wenn man sagt, alles aussetzen? Wenn es darum geht, dass wir Ortskräfte nach Deutschland holen, die sich dem Taliban-Regime entgegengestellt haben und die für die Bundesrepublik Deutschland gearbeitet haben, völlig d'accord. Aber dafür braucht es vernünftige Prüfverfahren. Hier sind NGOs beteiligt, Zivilangestellte beteiligt. Die Verfahren sind total undurchsichtig. Wir haben keine vernünftige Sicherheitsüberprüfung und genau darum geht es. Entweder machen wir es richtig oder wir machen es gar nicht. Hier reden wir von einem expliziten Sicherheitsrisiko für die in Deutschland lebenden Menschen. Und wenn wir diese Verfahren vernünftig koordiniert durchführen, und zwar ohne NGOs, dann spricht nichts dagegen. Und dann bin ich mir auch sicher, dann reden wir hier nicht über 140 Passagiere, sondern weitaus weniger. Dieses Verfahren ist ein Sicherheitsrisiko und ein Skandal. Und deswegen ist es wichtig zu differenzieren. Und weil wir differenzieren, wissen wir auch, dass dieser Flieger in der Personenanzahl mit dem Prüfverfahren schlicht und ergreifend völlig inakzeptabel ist. Haben Sie denn Kenntnis davon, warum man sich das aus deutschen Händen hat nehmen lassen und die Entscheidung, so klingt das zumindest, was Sie sagen, quasi in Dritthände übergibt, die vielleicht nach Gutdünken, nach Wetterverhältnissen, nach möglicherweise auch Zuwendungen entscheiden? Ja, der gilt für uns als verfolgt und der nicht. Warum kontrollieren wir das nicht selbst? Also zunächst einmal müssen wir mal festhalten, dass die Personen sich bei einer NGO, das sind über 130, die dafür berechtigt sind, übrigens NGOs, wo die Sicherheitsbehörden gar nicht wissen, wer das ist, die darüber entscheiden, ob sie überhaupt in dieses Aufnahmeprogramm kommen. Und wir kennen das, und das muss ich so deutlich sagen, von der Bundesaußenministerin und von ihrer Partei, ja, dass sie sehr zugänglich sind zu NGOs. Und genau darum geht es hier. Entweder machen wir das in staatlicher, sicherheitspolitischer und vor allem staatspolitischer Verantwortung zum Wohle der Menschen, die Deutschland unterstützt haben, gegen das Terrorregime zu kämpfen und zum Wohle der in Deutschland lebenden Menschen. Oder wir lassen es sein, und ich wiederhole das nochmal, diese Politik der Ampelregierung mit Blick auch jetzt gerade auf dieses Aufnahmeprogramm verschärft die terroristische Bedrohungslage in Deutschland, ist völlig undurchsichtig, undifferenziert und ein handfester Skandal. Und so funktioniert das nicht. Und schon deshalb gilt hier das Schutzversprechen und schon deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass dieses Verfahren beendet wird. Und zwar so lange, bis wir vernünftige, strukturelle und sicherheitspolitisch verantwortungsvolle Maßnahmen haben. Und die haben wir bei weitem nicht. Manuel Ostermann, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.